Der beliebteste Zweitpass unserer Mandanten ist seit kurzem jener der Inselnation Vanuatu. Vielleicht hast du noch nie davon gehört. In diesem Video werde ich dir mehr davon erzählen. Vanuatu ist eine Inselnation bestehend aus 80 Inseln im Südpazifik. Vanuatu hat ungefähr 330.000 Einwohner und jetzt werden wir uns das Ganze mal auf der Karte anschauen. So, hier im Westen siehst du also Australien. Jetzt zoomen wir mal rein. So, dort sehen wir also Vanuatu. Heute sprechen wir über Vanuatu, weil Vanuatu ein sogenanntes Citizenship by Investment Programm hat. Das heißt, du kannst dort eine zweite Staatsbürgerschaft kaufen. Du bezahlst eine Spende an die Regierung in Vanuatu und bekommst dann dort einen Pass. Der Pass von Vanuatu ist wunderschön, viel schöner als der Pass der Europäischen Union. Darauf kommt es eigentlich nicht an. Bild zeige ich dir trotzdem. So sieht der Pass aus. Kannst du in Wikipedia finden. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wie kommt es jetzt also dazu, dass dieser Pass momentan bei unserem Mandanten der beliebteste Zweitpass ist? Nun vielleicht ein bisschen Geschichte. Du kannst dich vielleicht erinnern, wir haben ja schon viele Videos dazu gemacht. Seit Juni 2024 können auch Deutsche die zweite Staatsangehörigkeit erwerben in einem Nicht-EU-Land, ohne dabei den deutschen Pass aufgeben zu müssen, ohne dabei einen Beibehaltungsantrag stellen zu müssen. Also nicht nur können Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft als zweite Staatsbürgerschaft beantragen, sondern eben Deutsche können ebenfalls in anderen Ländern das Gleiche tun. So, und das Interesse natürlich vieler Deutsche an einem Zweitpass ist enorm. Warum ist das so? Nun, wir alle wissen, die EU bewegt sich nicht in die richtige Richtung. Das ist alles ziemlich besorgniserregend, was da auf uns zukommt. Digitale ID, die AMLA-Überwachungsbehörde, möglicherweise CBDCs, möglicherweise Vermögensregister, möglicherweise Vermögensteuer, EU-weites Bankkontenregister, der schwächelnde Euro, gigantische Staatsverschuldung und so weiter und so fort. Man macht sich Sorgen um die EU, ganz abgesehen mal von der Wehrpflicht, die einen ja auch noch möglicherweise betrifft oder die eigenen Kinder betrifft. Und von all dem möchte man sich, wenn es denn notwendig sein sollte, gerne schnellstmöglich verabschieden. Damit man sich dann schnellstmöglich verabschieden kann, braucht man allerdings eine zweite Staatsbürgerschaft, möglicherweise auch, um die deutsche Staatsbürgerschaft dann aufgeben zu können. Daher muss man sich jetzt damit befassen, wie komme ich jetzt an eine Staatsbürgerschaft ran? Natürlich, wenn man in einem anderen Land wohnt und dort einige Jahre verbringt, kann man diese Staatsbürgerschaft normalerweise dort beantragen. Wenn man das aber nicht möchte, sondern die Staatsbürgerschaft relativ schnell beantragen möchte, möglicherweise auch nur für die eigenen Eltern, für die eigenen Geschwister, für die eigenen Kinder, dann ist es sinnvoll, über eine Staatsbürgerschaft per Investment nachzudenken. So, und hier kommt nun Vanuatu ins Spiel. Wie ich ja vorhin bereits gesagt habe, hat Vanuatu ein solches Programm. Nun muss man wissen, dass die beliebtesten Pässe, die man für Geld kaufen kann, eigentlich jene von 5 Karibikinseln sind. St. Lucia, Grenada, St. Kitts and Nevis, Dominica und Antigua und Barbuda. Der große Nachteil bei diesen Pässen ist, dass die EU diesen Ländern aufgezwungen hat, vor rund 3 Monaten, im Juli, August 2024, die Preise zu verdoppeln. Dort kostet also jetzt ein Pass mindestens $250.000. Davor haben sie ungefähr die Hälfte gekostet. Die EU hat gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr den Zugang zum Schengen-Raum verlieren. Das heißt, man kann dann mit dem Pass einer solchen Insel nicht mehr ohne Visum in den Schengen-Raum einreisen. So, Vanuatu hat tatsächlich diesen Schengen-Zugang verloren. Aber ganz ehrlich gesagt, als Deutscher, wenn du den deutschen Pass hast, brauchst du ja auch einen solchen Zugang zum Schengen-Raum gar nicht. Wir gehen ja nicht davon aus, dass du sofort hier deine deutsche Staatsbürgerschaft abgeben willst. Du hast ja den Zweitpass zunächst mal nur als Versicherungspolice. Und da zahlst du natürlich dann lieber die Hälfte. Denn genau, du hast richtig gehört, der Vanuatu-Pass kostet dich so mit Gebühren und allem drum und dran nur ungefähr 130.000 US-Dollar. Und das Beste ist, du bekommst dann davon rund 50.000 nach ein paar Jahren wieder zurück. Vor kurzem hatten wir einen Mandanten, der hat dort für seine ganze Familie die Pässe beantragt. Insgesamt waren es bei ihm 160.000 Dollar. 60.000 davon wird er zurückbekommen. Und das ist natürlich schon ein Wort. Natürlich auch das ist ein großer Betrag, ist mir klar. Wenn du aber vielleicht gerade ein Unternehmen verkauft hast und du hast diesen Betrag verfügbar, sicherlich ein sinnvolles Investment,
wenn man sich anschaut, was gerade in der Welt passiert. Die Pässe in der Karibik sind für all jene interessant, die sowieso einen schlechten Pass haben. Der deutsche Pass ist ja, was die Reisefähigkeit anbelangt und die Einreisefähigkeit ohne Visum, der beste Pass der Welt. Wenn du vielleicht einen Pass aus Pakistan oder Ägypten hast, dann bist du vielleicht mit einem solchen Pass von einer Karibikinsel besser bedient, denn dann ist ja die Einreise in den Schengen-Raum für dich wichtig, die du ja als Deutscher mit einem deutschen Pass ohnehin nutzen kannst. Was aber nun, wenn du dich dafür entscheiden willst, die deutsche Staatsbürgerschaft aufzugeben, weil zum Beispiel die Besteuerung nach Staatsangehörigkeit kommt oder tatsächlich hier die geopolitische Situation sich dramatisch verschlechtert. Wie du vielleicht weißt, gibt es in Deutschland einen großen Fachkräftemangel. Das heißt, es wird für dich als jemanden, der perfekt Deutsch spricht und perfekt qualifiziert ist, sehr einfach sein, ein Visum in Deutschland zu bekommen. Das heißt, wenn du dich weiter auch nach Abgabe deiner deutschen Staatsbürgerschaft in Deutschland aufhalten möchtest, kannst du einfach ein Visum beantragen. Oder wenn du es etwas umfangreicher möchtest, nutzt du ein Citizenship by Investment Program in Portugal, Italien oder Griechenland, investierst da vielleicht in eine Immobilie oder auch in ein Investmentprojekt und bekommst dann dort eine Daueraufenthaltserlaubnis, die nicht an einen Job geknüpft ist. Was ich damit sagen will, ist, für dich wird es auch im Nachgang nicht besonders schwierig sein, hier in den Schengen-Raum einreisen zu können. Für die meisten unserer Mandanten ist es wichtig, jetzt für den Pass nicht so viel bezahlen zu müssen. Und wie gesagt, in der Karibik sind eben die Pässe jetzt sehr teuer geworden. Es gibt eine Ausnahme. Antigua und Barbuda ermöglicht dir nicht nur, dass du deine eigenen Kinder und natürlich deinen Ehepartner mit auf den Passantrag aufnimmst, sondern du kannst auch deine erwachsenen Geschwister und deren Familien hier mit auf deinen Antrag aufnehmen. Wenn du also mehrere Geschwister hast oder dein Ehepartner mehrere Geschwister hat und du willst denen auch alle einen Pass geben als Sicherheitspolice, dann ist vielleicht Antigua und Barbuda doch die günstigere Version für dich, auch wenn dieser Pass doppelt so viel kostet wie der Pass in Vanuatu. In dieser Konstellation kann es dann tatsächlich günstiger sein, einen anderen Pass zu wählen als den von Vanuatu. Aber ganz klar, 90% aller Anträge, die wir momentan stellen, ist für Vanuatu. Das erfreut sich größter Beliebtheit. Wenn auch du Interesse an einem Zweitpass hast, möglicherweise Vanuatu oder an einem anderen Land oder anderweitig Beratung benötigst, rund um die Auswanderung, rund um deinen Plan B oder auch schon einen Plan A, wenn es soweit ist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Daniel, mein Kollege hier, den du wahrscheinlich auch kennst vom Kanal, kümmert sich um alle Anfragen hinsichtlich der Pässe, hinsichtlich von Aufenthaltsbewilligungen. Das heißt, diesbezüglich würdest du mit ihm ein Beratungsgespräch führen. Wenn es eher um steuerliche Fragen geht, Dinge zu strukturieren, Gesellschaften, Vermögen und so weiter und so fort, dann bin ich dein Ansprechpartner. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.